O Tannenbaum, wie diskriminierend sind deine Wurzeln. Oder so ähnlich. Immer wieder diese Weihnachtszeit. Weihnachtszeit? Georg. Tja, heute im Fernsehen wird ein Beitrag gezeigt, in dem darüber berichtet wird, dass eine Kita keinen Tannenbaum mehr aufstellen will. Aus Gründen einer diskriminierenden Handlung. Originalton: Wir wollen niemanden ausschließen. Ich will mich jetzt nicht auf die Religion beziehen, denn der Tannenbaum hat nichts mit Konfession zu tun. Das ist genau genommen ein heidnischer Brauch. Aber das Thema beschränkt sich ja nicht auf den Tannenbaum. Jetzt wird es nämlich tatsächlich ein Glaubenskrieg. Ups, habe ich da Krieg gesagt? Der Weihnachtsmarkt wird zum Wintermarkt, Weihnachtsferien zu Ferienzeit und andere Wortvergewaltigungen werden durchgeführt. Die Gleichstellungskommission der EU wollte tatsächlich die Wörter Weihnachten und Maria und Josef durch Ferien und Malika und Julio ersetzen. Das wurde jedoch verworfen, aber nur durch Proteste. Begründung: Wir wollen niemanden diskriminieren. Niemanden? Wirklich niemanden? Nochmal, die Aussage ist, wir wollen niemanden ausgrenzen, niemanden diskriminieren. Nochmal meine Frage, wirklich niemanden? Schon mal was von reziprok gehört? Also, in meinem Beispiel könnte man sagen, dass die Bemühung, eine Gruppe nicht zu diskriminieren, reziprok dazu führt, dass eine andere Gruppe durch die Abschaffung von Ritualen negativ betroffen ist. Es wäre eine Art wechselseitiger Effekt, bei dem das positive Ziel in einer unerwünschten Folge resultiert. Unerwünschte Folgen? Für wen denn? Für die eigenen Bürger? Vor allem für die christlich-Gläubige? Also für die, die Weihnachten feiern? Für die dieser Brauch seit Jahrhunderten ein fester Bestandteil ihrer Glaubensrichtung ist? Ist das dann nicht Ausschließen der ansässigen Bürger? Ausschließen der ansässigen Kultur? Ausschließen der ansässigen Bräuche, Rituale, Traditionen? Ist das dann nicht Verrat an das eigene Volk? Ich möchte da gerne auf das Grundgesetz Artikel 3 Satz 3 hinweisen. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Niemand seines Glaubens, seiner religiösen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Bevorzugt werden. Niemand. Wer oder was genau gehört zu niemand? Guckst du. Etymologie. Das Wort niemand stammt aus dem althochdeutschen niemann, zusammengesetzt aus nie, nicht
und Mann, Mann oder Mensch. Etymologisch gesehen bedeutet es also kein Mensch oder eben niemand. Denotation. Die Denotation von niemand ist recht klar und einfach. Es bezieht sich auf keine spezifische Person, also auf keine einzelne oder identifizierbare Person. Wenn du niemand sagst, meinst du auch wirklich niemand, keine Person. Konnotation. Die Konnotation von niemand kann je nach Kontext variieren. Auf der einen Seite kann es Neutralität oder Anonymität implizieren, besonders wenn es in einem allgemeinen Kontext verwendet wird. Andererseits könnte es in bestimmten Kontexten auch Einsamkeit oder Verlassenheit konnotieren, wenn jemand sagt, dass ihn niemand versteht oder dass niemand für ihn da ist. Ach so, das Grundgesetz garantiert jedem, übrigens das Gegenteil von niemand, Religionsfreiheit. Noch Fragen? Warum heißt es eigentlich, wir wollen niemanden ausschließen und nicht, wir wollen jeden mit einbeziehen, der natürlich will? Apropos niemanden diskriminieren. Vielleicht sollten wir auch über kulturelle Aneignung sprechen? Ich meine, wenn wir schon dabei sind, Begriffe zu entkernen. Aber Moment mal, wer genau eignet sich hier eigentlich welche Kultur an? Die, die den Tannenbaum verbannen oder die, die ihn feiern? Nur so eine ironische Frage, um unsere Gedanken ein bisschen zu schütteln. Übrigens, falls euch das Thema interessiert, könnt ihr gerne mal in meine kulturelle Aneignung reinschauen. In diesem Sinne. Die Welt wird nicht bedroht von den Menschen, die böse sind, sondern von denen, die das Böse zulassen. Albert Einstein. Das nenne ich jetzt reziprok, oder? Das Zitat könnte in diesem Kontext verwendet werden, um zu betonen, dass manchmal die größten Herausforderungen nicht von denen kommen, die offen diskriminieren, sondern von denen, die tatenlos bleiben und sogar positive Absichten in unerwünschte Konsequenzen umwandeln. Weisheiten zum Mitnehmen? Bleibt mir gewogen, euer Georg Muratidis. Bis zum nächsten Mal. Kommentare erwünscht.